Bitte denken Sie doch jetzt mal zurück an eine böse Stunde, an einen bösen Moment, an einen Moment des Schreckens, wo Ihr ganzer Körper erfasst, wo er erstarrt war. Denken Sie doch mal dran. Und jetzt bleiben Sie mal dabei. Dann werden Sie bald vom Bösen erfasst sein. Frage, wollen Sie das Zurückliegende immer vorholen? Sich immer wieder vor den Füßen werfen und immer drüber gehen und immer wieder daran erinnert werden? Ist es Ihnen im Leben nicht so ergangen, wenn Ihnen einer mal erinnert hat an ein böses Wort, wo eine böse Erinnerung liegt, dann sind Sie gleich missgestimmt. Wir brauchen keine Probe auf Exempel machen, aber bitte, ich würde Ihnen ein Wort sagen und das würde all das zurückliegende Böse in Erinnerung rufen. Hier sind Sie lustig, sind Sie ein überglücklicher Mensch und dann bauen Sie wieder ab. Und hat er mich wieder daran erinnert. Ach, kann es wieder nicht los sein. Jetzt habe ich wieder keine schlafende Nacht. Jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Jetzt werde ich wieder nicht essen können. Und das verfolgt mich immer wieder. Und so kommt es immer wieder. Oder nicht? So war es doch im Leben. Also müssten Sie nicht endlich einmal Schluss machen mit all dem, was Sie als böse schon empfunden hatten? Können Sie das nicht tun? Ich glaube doch. Nun gut, wer das Leid erkannt, wie auch hier die Frau Teichmann es ist, sie hatte gewusst und sie hat es nötig gehabt zu glauben. Eine ganz kleine, dumme, bescheidene Frage von mir. Haben Sie es nicht auch nötig zu glauben? Haben Sie es auch nicht nötig zu glauben, wenn es Ihnen gut geht? Wenn Sie sagen, jetzt höre ich auf, dein Leben? Das heißt so viel, ich komme einmal zur Gemeinschaft und mir geht's gut. Und jetzt macht doch, was ihr wollt, ihr anderen. Ich hab's. Nein, Freunde, immer muss der Mensch bei sich selbst bleiben. Immer muss er an das Gute glauben. Immer muss er es wollen. Immer muss er es bejahen. Und immer muss er zum Guten, immer muss er zu Gott stehen. Weil er ja zu Gott gehört. Das ist alles. Aber tun Sie es erst. Dann wird es viel für Sie sein. Das ist so leicht gesagt, aber doch schwer getan, weil Sie zu sehr abgelenkt sind. Sehen Sie? Und danach bezeichnet der Mensch das, wie oft er sagt, da sind Wunder geschehen. Ja, das ist ein Wunder. Und dieses Wunder ist Gott selbst. Es wird für Sie immer ein Wunder sein. Immer. Weil Sie das Auffassungsvermögen noch nicht hatten. Weil Sie sich selbst noch nicht erkannt und daher auch Gott nicht erkennen konnten. Und deswegen wird es immer für Sie ein Wunder sein. Und Sie werden immer von Wunder sprechen. Wer kann diese Wunder bewirken? Glauben Sie ein Mensch? Ich sage nein. Es kann nur einer, nur Gott selbst. Aber das Wunder kann genauso auch an Ihrem Körper geschehen. Wenn Sie sich ganz Gott hingeben, wenn Sie sich ihm öffnen und wenn Sie sich selbst lossagen von allem Bösen. Und dass Sie nicht mehr das hören, was eine böse Zunge, eine böse, belegte Zunge von sich gibt. Für das Böse dürfen Sie kein Ohr haben. Das hat Gott in den Körper nicht gegeben. Aber so Sie etwas Böses gehört haben, dann waren Sie doch schon wieder deprimiert, wieder abgebaut oder nicht. Sehen Sie? Und das soll alles nicht sein. Nun, wann sagt man so leicht, der Glaube versetzt Berge? Das sagt man, das wissen Sie auch. Ja, haben Sie sich schon davon überzeugt? Schauen Sie, Freunde, wie gut es doch ist, dass ich Sie seit jeher, obwohl Sie mich nicht richtig verstanden hatten, dass ich nie gegen einen Arzt gesprochen habe. Das war doch gut, oder nicht? Dass ich Ihnen den Arzt immer anempfohlen habe. Viele leben in dem Glauben, ich gehe zur Gründung, ich brauche ja keinen Arzt. Doch einen Arzt, der einzige Arzt, der wirkliche Helfer, ist ja Gott. Aber wir können seine Helfershelfer sein. Nun aber, wie gut es ist. Und dass auch hier alles in Ruhe vor sich geht, dass man den Menschen, auch die, die den Gröningen viel Böses angetan, bewusst Böses angetan, nicht nur versucht, sondern es wirklich getan, vieles weiter noch versuchen. Ich sage aber, das werden sie nicht schaffen. Aber wie gut es doch ist, dass ich diesen Menschen nicht böse war. Und es gibt schon Menschen, die
ja, die sich auch überzeugen lassen, denn sie wollen Menschen helfen. Ich könnte Ihnen hier, wo ich jetzt begonnen habe, damit viel sagen, sehr viel sagen, ja viel zu viel sagen, was ich schon weiß. Was ich auch seinerzeit im Jahre 1949 gewusst, wo ich am Traberhof war, nach der Traberhofzeit, auch vor der Traberhofzeit. Immer wieder wurde ich von Menschen angegangen, die von weit und breit kamen. Sie zählten zu den Weltwissenschaftlern, wie sie sagten, sie zählten zur Medizin, ja, sie zählten zu vielen Menschen, die da glaubten, eins glaubten, dass sie schon was wüssten, aber doch schon festgestellt, dass sie eines wissen, das heißt, dass sie nichts wissen. Sie sind Sucher, sie suchen. Und das, was sie suchten, konnten sie auf dem Weg, auf dem sie sich bewegten, nicht finden. Und da zeigte ich ihnen den Weg. Habe ich ihnen so vieles mit auf den Weg gegeben und habe ihnen das Anraten gegeben, dass sie sich selbst von allem zu überzeugen haben. Dazu sind sie auch übergegangen. Sie haben es getan. Amerika sehr viel. Oh, ich weiß, wie viele Versuchsanstalten es da gibt, von allem Möglichen. Was die Menschen wirklich jetzt in die Tat umgesetzt, das heißt, von ihrer Seite aus gesehen, versuchen sie, sich von dem zu überzeugen, was Wahrheit ist. Aber ich sage, da möchte ich jetzt nicht weiter fortfahren, sondern ich möchte mich auf das Wenige beschränken, was ich Ihnen hier erst einmal vorlesen lassen werde, was der Glaube besagt. Genauso wie ich Ihnen oft gesagt habe, wenn Sie vom Arzt ein Medikament verschrieben erhalten haben, glauben Sie doch wenigstens, dass es hilft. Haben Sie doch Vertrauen zu Ihrem Arzt. Und dann gesagt, warum gehe ich zu Gröning? Haben Sie Vertrauen, denn so Sie ihm mit Vertrauen begegnen, wird er schon das Richtige tun. Und wenn Sie glauben, dass er Ihnen das Richtige geben, das Richtige tun wird, dann ist es auch schon richtig. Aber das reicht bei allem noch nicht aus, Ihnen die richtige Klärung darüber zu geben. Aber wie diese Menschen das heute schon erfasst haben und wie weit das jetzt schon gediehen ist, ja, das sagt uns hier eine Zeitschrift, das heißt eine Ärztezeitschrift, die die Einheit der Medizin zustande bringen, suchen. Und hier schreibt man, das heißt, wird Gröning schon empfohlen. Ja? Ein Arzt rät allen Ärzten das an, sie sollen sich von Gröning überzeugen lassen. Das mal kurz gesagt. Den richtigen Satz werden Sie gleich hören. Darf ich bitten? Kam da irgendein findiger Kopf in USA auf den Gedanken, mit dem doppelten Blindversuch und einer hieb- und stichfesten Statistik nachzuweisen, was nicht wenige Ärzte auch vorher schon wussten. Glaube ein Kranker an ein Heilmittel, so ist dieses um vieles wirksamer, als wenn er nicht daran glaubt. Wenn es überhaupt eine Potenzierung in der Arzneikunde gibt, so ist es sicher diese Pyramidon plus Glaube, Morphium plus Glaube und natürlich auch Dysmenol plus Glaube. Alle sind wirksamer als die genannten Mittel ohne Glaube. Wer es noch nicht wissen sollte, kann es bei Herrn Gröning lernen, dass auch nichts plus Glaube recht wirksam sein kann. Danke. Genügt Ihnen das? Haben Sie es verstanden? Ja. Weil Sie gerade hier so vor mir sitzen. Wie haben Sie es verstanden? Ich habe es sehr gut verstanden, und zwar in der Hinsicht, dass eben die Überzeugung des Menschen dabei sein muss, eben der Glaube, dass das, was er tut oder für ihn getan wird, zu seinem Guten, eben dass das das einzig Richtige ist. Die meisten Menschen haben das ja gar nicht mehr. Glauben Sie, dass das so richtig ist?
Ja, wenn man dabei glaubt, dann ist es auch mehr. Ohne Glaube kein Leben. Ja. Das ist die Seite, liebe Freunde. Es führt ja noch weiter. Aber ich glaube nicht, dass Sie die fachlichen Bezeichnungen weiter hören wollen, denn wir wollen ja die Zeit hier besser für uns nutzen. Soll für mich kein Lob sein. Ich will auch keinen Ruhm, nur weiterhelfen. Aber es führt ja weiter. Menschen kommen immer mehr zur Erkenntnis. Und sie werden bald wahrnehmen, dass der Weg, den sie einst eingeschlagen hatten, doch nicht der richtige ist. Und dass sie jetzt aufgerufen werden, auf zur großen Umkehr, sodass sie den Weg so gehen können, wie dieser Weg nicht für einen, sondern für alle Lebewesen, vor allem auch für die Menschen, von Gott so bestimmt ist. Zurück zur Natur heißt zurück zu Gott. Aber der Mensch hat zu sich selbst ja noch nicht zurückgefunden. Wie gesagt, liebe Freunde, hierüber könnte ich viel sagen. Ich habe auch sehr viel zu sagen. Aber ich glaube jedenfalls, dass es genügt für Sie, dass Sie auch heute wahrnehmen, wie wichtig es ist, dass man nichts Böses über den Menschen spricht, auch dann nicht, wenn er alles Böse in Anwendung bringt, alle Versuche angestellt hatte, um mich zu vernichten. Das Gute bricht sich Bahn, das Gute wird doch siegen. Ja? Die Wahrheit bricht durch. Und diese, liebe Freunde, kann der Mensch nur an sich selbst erfahren, nicht anders. Nicht erst an seine Nächsten, nein, erst an sich selbst. Er hat die Pflicht und Schuldigkeit, sich von allem zu überzeugen. Das ist immer so im Leben. Und nicht anders. Es ist auch heute schon so weit, dass tatsächlich die Ärzte, die Wissenschaftler dazu übergegangen sind, dass sie heute die Bedeutung von Staniol soweit wissen. Alles ist ansprechbar, es muss nicht nur Staniol sein, es kann auch Dispapier sein. Das bleibt sich gleich. Alles Irdische spricht an und nimmt die Ausstrahlung eines jeden anderen an. Nehmen Sie ein Stück Holz, ein Stück Papier und werfen Sie es in eine Handtuch oder legen Sie es daneben. Nimmt es die Ausstrahlung dieser Grube, das heißt, doch an. Es wird einen üblen Geruch haben. Legen Sie diesen Gegenstand an einem anderen Platz hin, wo eine gute Ausstrahlung ist. Meinetwegen sagen wir ruhig, was von Menschenhand geschaffen ist, perfekt. Will es auch annehmen, eine wohlriechende Seife oder irgendetwas anderes. Und wenn Sie ein Gänse- oder Huhnbraten haben, nimmt den Geruch auch an. Das heißt, die Ausstrahlung, Sie brauchen es nicht drauflegen, nicht zu dicht dranlegen, nein, es wird angezogen. Oder wenn Rauch im Raum ist, was für ein Rauch es ist, wird die Bekleidung, nimmt es auch auf. Der Mensch, die Haut nimmt es auch auf. Denn Sie merken sofort, wenn einer mal in so einem Restaurant gewesen ist, das ist ein übler Geruch, wenn ich nur durchgegangen bin. Merke ich sofort, sage ich, Kuckuck noch einmal, jetzt ist aber Zeit, den Dreck abwaschen. Ja, das tun ja die meisten gar nicht, sie merken es ja gar nicht mehr, weil sie zu tief schon drin stecken, das merken sie überhaupt nicht mehr.